Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Wir sind hier bei den Philippinen-Krokodilen in der Terrarienabteilung des Kölner Zoo-Aquariums. Und das ist nicht nur eine tolle Geschichte, die wieder für den One-Plan-Approach der IUCN steht, sondern auch für die Kampagne Reverse the Red, also macht die rote Liste rückgängig, weil da ist die Geschichte des Philippinen-Krokodils als Erfolgsgeschichte, als Success Story auf der Homepage aufgeführt. Warum? Weil hier aus Köln schon mehrfach Nachzuchten zurück auf die Philippinen geschickt werden konnten zur Stärkung der geschwächten natürlichen Bestände. Doch fangen wir mal von vorne an, wie ist das Ganze zustande gekommen? Früher sind hier im Kölner Zoo Aquarium Nilkrokodile gehalten worden. Die sind dann umgezogen in den Hippodrom und das war für mich die Chance, hier auf eine bedrohte Krokodilart zu gehen. Darüber haben wir auch schon publiziert im Zoologischen Garten, weil gerade Krokodile besonders alt werden, da ist das ganz wichtig, auf die richtigen Arten zu setzen, nämlich auf die Arten, die uns brauchen. Und genau zu dem Zeitpunkt kam die Anfrage von der JASA, wir brauchen Haltung in Europa. Das war auch eine Empfehlung der Krokodilspezialistengruppe der IUCN CSG, dass bei der geringen Zahl an natürlichen Beständen, man geht von etwa 100 bis 150 Tieren in der Natur aus, dass unbedingt Ex-situ-Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Und in Europa gab es noch keine Haltungszuchten. Und so hat sich das JASA-Erhaltungszuchtprogramm gegründet, JASA Ex-situ-Programm, dessen Koordinator ich bin. Und wir haben dann Tiere in den Kölner Zoo bekommen. Wir konnten die Anlage umbauen, vergrößern, hatten jetzt eine kleinere Krokodilart im Verhältnis zu den größeren Nilkrokodilen. Die Philippinen-Krokodile werden ja deutlich kleiner, mit in der Regel so um die 2 Meter, maximal bis 3 Meter. Das hat dann auch alles gut funktioniert und unsere Tiere haben sich gut entwickelt. Es kam noch mal ein kritischer Punkt, wo aus den Philippinen, aus philippinischen Farmen bekannt geworden ist durch genetische Untersuchungen, dass Hybriden da waren, weil sich Leistkrokodil und Philippinenkrokodil auf philippinischen Farmen in Haltung besucht haben. Und das war das Problem der philippinischen Kollegen. Sie würden gerne Tiere auswildern, hatten aber keine Tiere vor Ort. Und ich weiß noch genau, als ich vor Jahren auf einen Kongress auf die Philippinen gefahren bin, haben mich die philippinischen Kollegen gleich am Flughafen angesprochen: Thomas, haben wir eine Chance, Tiere aus Europa zu bekommen, weil wir brauchen genetisch getestete, reinerbige Tiere für Wiederauswilderung. Gott sei Dank hatten wir hier schon als wissenschaftlich geführter Zoo auch im Zuchtbuch unsere Hausaufgaben gemacht, die Tiere genetisch überprüft mit dem Kollegen Professor Dr. Miguel Wences von der Uni Braunschweig, und unsere Tiere haben sich als reinerbig herausgestellt. Und wir hatten ja dann auch hier im Kölner Zoo 2013 das Glück, die erste Nachzucht für Europa zu haben. Wir haben danach weitergemacht, 2015 die zweite Nachzucht, und das war dann die erste Naturbrut. Das heißt, wir haben die Jungen auch mit der Mutter zusammen aufwachsen lassen, und genau das haben wir jetzt gerade bei der dritten Naturbrut. Hier liegt die Mutter, die Kleinen haben sich jetzt gerade zurückgezogen, die waren heute den ganzen Tag mit ihr zusammen zu sehen. Und diese Naturbrut ist neben der Genetik der zweite ausschlaggebende Punkt für eine erfolgreiche Wiederauswilderung oder Wiederansiedlung, dass die Tiere eben perfekt sozialisiert sind. Und wenn die mit der Mutter aufwachsen, dann sind die natürlich bestens geeignet, wieder in die Natur gebracht zu werden. Mein Team, Reviertierpflegerin Anna Rauhaus und die restlichen Terrarienpfleger achten auch immer darauf, die Krokodile immer so zu füttern, dass die Pfleger nicht mit Fütterung in Verbindung bringen, dass wir keine Anpassung an den Menschen schaffen. Zweimal ist uns das schon geglückt, die Tiere zurückzuschicken. Da gibt es auch ein sehr schönes Comic, was hier mein Teammitglied Christian Niggemann gezeichnet hat. Ein kleines Philippinen-Krokodil auf dem Weg zurück in die Philippinen im Flugzeug. Und hinten ist der Kölner Dom und auch die philippinische Flagge zu sehen. Ja, und dort kommen sie natürlich zuerst in eine Quarantäne, dann in eine Halbfreianlage, und Ende dieses Jahres werde ich den Umzug in das Schutzgebiet mit begleiten dürfen, wo sie dann am Ende auch ausgesetzt werden sollen. Ja, und das ist natürlich eine tolle Geschichte, die zeigt, dass Zoos tatsächlich alles andere als Gefängnisse sind, sondern
moderne Artenschutzzentren, moderne Archen. Hier werden bedrohte Arten, das Philippinen-Krokodil ist vom Aussterben bedroht, eine der bedrohtesten, wenn nicht sogar die bedrohteste Krokodilart der Welt, nachgezogen, um sie dann wieder in die Natur zurückzuschicken, um die geschwächten natürlichen Bestände zu stärken. Und was gerade auf den Philippinen ja eben auch gar nicht möglich ist, weil eben die Hybriden, die Mischlinge von den reinerbigen Philippinen-Krokodilen-Farmen morphologisch zumindest noch nicht identifizierbar sind. Eine ganz tolle Geschichte und es zeigt eben auch, dass der One-Plan-Approach das Zusammenarbeiten ist. Ja? Ich stehe jetzt hier, ich spreche, aber wir sind ein Team. Auf den Philippinen sind meine philippinischen Kollegen, die sich total freuen, dass wir sie unterstützen. Im Rahmen der Zootier des Jahres Aktion 2021 konnten ja 180.000 € akquiriert werden für Krokodilschutz. Ein Drittel davon ist auf die Philippinen geschickt worden zum Aufbau einer Station. Das heißt, die freuen sich total, dass wir ihnen zuarbeiten, dass wir hier auch Nachwuchs haben, dass das alles so gut klappt, dass die Tiere genetisch getestet sind. Und wir könnten natürlich auf den Philippinen gar nichts machen, hätten wir nicht so starke Partner vor Ort. Und das Tolle ist, wir wollen die Philippinen-Krokodile nicht nur nach Siargao in das Sibla-Schutzgebiet bringen. Wir haben einen weiteren Plan und haben auch schon damit angefangen. Eine ganz tolle Geschichte. Das Philippinen-Krokodil heißt Crocodilus mindorensis und ist erstmalig beschrieben worden von der Insel Mindoro. Und auf der Insel Mindoro auf den Philippinen ist die Art mittlerweile ausgestorben oder ausgerottet. Es gibt sie nicht mehr. Und wir haben uns in den Kopf gesetzt, da muss die Art wieder hin. Und meine philippinischen Kollegen von CPPI, Crocodilus porosus Philippines Inc., haben sich mit ihrem Team und auch den Behörden schon auf den Weg gemacht, praktisch die Grundsteine zu legen, dass dort ein Schutzgebiet geschaffen wird. Und dort sollen dann auch Nachzuchten aus dem europäischen Haltungszuchtprogramm hingeführt werden, um das Philippinen-Krokodil wieder an die Stelle zu bringen, wo es ursprünglich her beschrieben wurde. Also alles ganz schöne Geschichten, die zeigen, dass Zoos wirklich wichtige Player im internationalen Artenschutz sind, sozusagen von der Ersatzbank, Erhaltungszuchten als Reserve, ja, bis zum Torschuss an die vorderste Front vom Artenschutz, wenn es ums Wiederauswildern und Zurückbringen geht. Ja, und was wir in Köln auch machen, neben der erfolgreichen Nachzucht dieser vom Aussterben bedrohten Krokodile, ist auch moderne Zoobiologie, modernes Zoomanagement in Form dieses Target-Trainings. Wir haben so einen langen Stock, der farbig markiert ist, den das Krokodil nach Zuruf seines Namens anpeilen muss, berühren muss, und dann kriegt es eine kleine Belohnung. Und das hilft uns extrem, mit dieser Art hier super und total harmonisch umzugehen. Man sieht hier auch die Box, in die das Krokodil reingeht. Das ist ganz praktisch. Hier sind gerade Fahne drumherum gewachsen, aber die Box hat an der Seite auch eine Klappe. Das heißt, wenn wir mal eine Blutprobe nehmen müssen, können wir das ganz einfach machen, ohne das Krokodil zu fangen, ohne dass das Tier Stress hat, kann in diese Box und dann können wir eine Blutprobe nehmen. Und auch für so einen Transport ist das natürlich ganz wichtig, dass die in die Box gehen. Und hier ist übrigens gerade, wie ich sehe, das Männchen, das ist Pinoy. Pinoy ist im Übrigen von Mindo, der Mutter, getrennt durch einen Schieber, durch eine Tür. Ja, das ist deswegen, weil Philippinen-Krokodile eher einzelgängerisch sind. Das sind jetzt nicht so die gruppenlebenden Krokodile und die wollen eigentlich nur zur Paarungszeit zusammen. Das ist auch wichtig, das zu erkennen. Mein Team kann das. Und dann lassen wir die zusammen und wenn die Paarungszeit vorbei ist, dann sollte man die Tiere auch wieder separieren. Deswegen ist das hier eine für die Philippinen-Krokodile ideale Haltung. Die sind damit sehr zufrieden und durch diese Bereiche können wir die auch mit dem Target-Training lenken. Das heißt, wenn wir mal einen Bereich sauber machen müssen, können wir das Männchen und das Weibchen in einen anderen Bereich dieser Anlage herüberlenken. Das ist ganz schön, aber auch jetzt, wo mit den Jungtieren was ist, wir da rein müssen, was machen müssen, dann hilft uns auch das Target-Training, die Mama, und das funktioniert sogar, von den Jungen wegzulocken, um kurzfristig einzugreifen. Und das tun wir auch, weil in Köln machen wir etwas Besonderes. Wir machen eine sogenannte assistierte Naturbrut. Das heißt, wir nehmen die Eier nach der Ablage, nachdem sie die Mutter vergraben hat, aus dem Nest. Das kriegt die Mutter nicht mit, die bewacht das Nest später auch und können die dann in einem Inkubator so inkubieren auf das Geschlecht, wie das die philippinischen Kollegen gerne hätten. Das ist die sogenannte temperaturabhängige Geschlechtsdeterminierung, weil bei den Krokodilen, wie gesagt, die Temperatur dazu ausschlaggebend ist. Und von den 3 Tieren, die wir derzeit haben, die 3 Jungen, die ersten beiden, das waren Männchen, die sind bei hohen Temperaturen inkubiert worden, die sind als erste geschlüpft. Und
als letztes, ja, etwa 3 Wochen später ist dann das einzige Mädchen, das einzige Weibchen in der Gruppe geschlüpft, der 3. Schlüpfling, der zu unserer diesjährigen Naturbrut dazugekommen ist. Und das letzte Mal haben wir die im Alter von ca. 2 Jahren zurückgeschickt und ich denke mal, in dem Bereich werden wir uns auch aufhalten, so zwischen 1 und 2 Jahren. Dann haben die schon eine schöne Größe, sind für den Transfer geeignet und können die dann zu unseren philippinischen Partnern zurück auf die Philippinen schicken. Partner für die Rückführungen ist Crocodylus porosus philippines Inc. CPPI und alle Teilnehmer des Zuchtbuchs für die Philippinen-Krokodile unterstützen die Mabuwaya Foundation mit jährlichen Zuwendungen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.